Lektion 1: Die Erkundung literarischer Klassiker. Guten Abend, Anna. Ich habe vor kurzem einen Roman beendet, der mich sehr gefesselt hat. Guten Abend, John. Das klingt spannend. Welchen Roman hast du gelesen? Ich habe die Abenteuer des Huckleberry Finn von Mark Twain gelesen. Es ist eine bemerkenswerte Darstellung des amerikanischen Lebens. Das ist wahrlich ein Klassiker. Mark Twain hatte eine einzigartige Art, das Wesen seiner Zeit einzufangen, nicht wahr? Ja, das tut er ganz bestimmt. Seine Charaktere sind lebendig und die Themen sind auch heute noch relevant. Ich stimme vollkommen zu. Twains Auseinandersetzung mit Moral und sozialen Fragen regt zum Nachdenken an. Welchen Eindruck hatten Sie davon? Die Darstellung des Gegensatzes von Freiheit und Zivilisation fand ich besonders eindrucksvoll. Hooks Reise spiegelt einen Kampf um Selbstfindung wider. Das ist eine treffende Beobachtung. Die Entscheidungen, vor denen Hooke steht, verdeutlichen die Konflikte innerhalb der Gesellschaft. Genau. Ich schätze es sehr, wie Twain diese Themen mit Humor und Satire präsentiert und sie dadurch zugänglicher macht. Es ist ein heikles Gleichgewicht. Humor kann oft tiefere Wahrheiten über die Gesellschaft offenbaren. Genau. Manche Situationen, in die Hooke gerät, sind sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Welchen Aspekt des Buches fanden Sie am fesselndsten, John? Die Freundschaften, die Hooke während seiner Reise schließt, haben mich fasziniert. Seine Bindung zu Jim ist tiefgründig und prägend. Ihre Beziehung verdeutlicht die Themen Loyalität und Freiheit. Sie stellt gesellschaftliche Normen in Frage. In der Tat, es regt die Leser dazu an, die Rasseneinstellungen jener Zeit zu hinterfragen, was auch heute noch relevant ist. Es ist bemerkenswert, wie Literatur die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart überbrücken kann. Welche anderen Bücher haben Sie als besonders wirkungsvoll empfunden? Ich habe vor kurzem Wer die Nachtigall stört gelesen, in dem es ebenfalls um Fragen der Moral und der sozialen Ungerechtigkeit geht. Das ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl. Haperles Einsichten sind kraftvoll und berühren die Leser tief. Absolut. Beide Romane regen zum kritischen Nachdenken über gesellschaftliche Werte und menschliches Verhalten an. Das ist absolut richtig. Es ist bereichernd, sich mit literarischen Klassikern auseinanderzusetzen. Ich glaube, diese Bücher prägen unser Verständnis der menschlichen Erfahrung. Sie bieten eine Linse, durch die wir die Welt betrachten können. Ich teile deine Ansicht, John. Die Auseinandersetzung mit Literatur bereichert unseren Horizont. Ich freue mich darauf, in Zukunft weitere Klassiker zu lesen und sie mit Ihnen zu diskutieren. Lektion 2: Gemeinsam schwierige Nachrichten bewältigen. Guten Morgen, Anna. Ich muss dir heute eine beunruhigende Nachricht mitteilen. Guten Morgen, John. Du klingst ziemlich ernst. Was gibt es Neues? Ich habe schlechte Nachrichten für Sie und alle unsere Mitbürger. Die jüngsten Ereignisse haben in unserer Gemeinde große Besorgnis ausgelöst. Das klingt beunruhigend. Was ist passiert, John? In verschiedenen Regionen hat die Gewalt zugenommen. Viele friedliebende Menschen sind besorgt. Das ist in der Tat erschütternd. Gewalt zerstört Leben und Gemeinschaften. Wie können wir die Betroffenen unterstützen? Ein Ansatz besteht darin, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Wir könnten Foren organisieren, um diese Themen offen zu diskutieren. Es ist eine hervorragende Idee, den Dialog zu fördern.
Diskussionen können das Verständnis und die Einheit unter den Menschen stärken. Genau. Gerade in solch schwierigen Zeiten müssen wir uns den Wert von Mitgefühl und Empathie wieder bewusst machen. Ich stimme vollkommen zu. Mitgefühl kann Gemeinschaften zusammenbringen. Wie schlagen Sie vor, dass wir auf andere zugehen? Die Nutzung sozialer Medien kann wirksam sein. Das Teilen friedlicher Botschaften kann jeden inspirieren. Das ist eine wertvolle Strategie. Menschen reagieren oft positiv auf Freundlichkeit. Wir könnten eine Friedenskampagne starten. Eine solche Kampagne könnte Stimmen, die sich für Harmonie einsetzen, eine Plattform bieten. Die Einbindung der Jugend wäre dabei unerlässlich. Die Einbindung junger Menschen ist entscheidend. Sie haben die Macht, positive Veränderungen zu bewirken. Darüber hinaus könnten wir mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, die Initiativen zur Friedensförderung unterstützen. Die Zusammenarbeit mit etablierten Gruppen kann unsere Bemühungen verstärken. Sie wird uns auch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Es ist unerlässlich, unsere Gemeinschaft für ein gemeinsames Ziel zu mobilisieren. Gemeinsam können wir die Solidarität fördern. Ich bewundere deinen Einsatz, etwas zu verändern, John. Diese Einstellung ist in schwierigen Zeiten unerlässlich. Danke, Anna. Ich glaube, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen Hoffnung und Widerstandsfähigkeit wecken können. Rivuf, lasst uns zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft für alle zu gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir, Anna. Gemeinsam können wir inmitten des Aufruhrs eine Botschaft des Friedens verbreiten. Lektion 3: Booket freundliche Abenteuer. Guten Morgen, Anna. Ich habe kürzlich von einigen spannenden Aktivitäten in der Stadt erfahren. Guten Morgen, John. Das klingt gut. Welche Aktivitäten schwebt Ihnen denn vor? Es gibt verschiedene lokale Veranstaltungen, darunter Kunstausstellungen und Open-Air-Konzerte. Das klingt ja interessant. Ich hoffe, wir finden etwas, das in mein Bucket passt. Ich verstehe. Viele Veranstaltungen bieten freien oder günstigen Eintritt, insbesondere an Wochenenden. Das freut mich sehr. Ich schätze erschwingliche Optionen, wenn es darum geht, neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, man kann auch Spaß haben, ohne zu viel auszugeben. Haben Sie sich schon nach bestimmten Veranstaltungen umgesehen? Ich habe herausgefunden, dass nächstes Wochenende ein Kunstmarkt stattfindet. Dort stellen verschiedene lokale Künstler ihre Werke aus. Das klingt herrlich. Lokale Künstler zu unterstützen ist eine wunderbare Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Ich stimme zu. Es ermöglicht uns auch, einzigartige Talente zu entdecken und vielleicht sogar Kunst zu vernünftigen Preisen zu erwerben. Genau. Außerdem werden möglicherweise kostenlose Workshops angeboten, an denen man teilnehmen kann. Das wäre eine hervorragende Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Ich genieße praktische Erfahrungen immer sehr. Das Erlernen neuer Fähigkeiten kann unsere Lebensfreude tatsächlich steigern. Gibt es Workshops, die Sie besonders interessieren? Ich würde sehr gerne mal einen Töpferkurs besuchen. Etwas mit meinen Händen zu erschaffen, ist sehr befriedigend. Töpfern klingt faszinierend. Es erfordert sowohl Kreativität als auch Geduld. Das stimmt. Ich glaube, es kann auch eine sehr therapeutische Wirkung haben. Sie haben recht. Sich künstlerisch zu betätigen kann helfen, Stress abzubauen und die Kreativität in anderen Lebensbereichen anzuregen.
Das schafft ein gutes Gleichgewicht. Nach der Kunstmesse könnten wir vielleicht das Konzert besuchen, das du erwähnt hast. Das ist eine fantastische Idee. Musik hat die bemerkenswerte Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. In der Tat, und es kann auch unsere Stimmung heben. Ich freue mich darauf, die Aufführungen zu genießen. Es wird ein Tag voller Kreativität und Freude. Lasst uns darauf achten, dass wir im Budget bleiben und dabei viel Spaß haben. Hilf. Ich schätze deinen Fokus auf buckgeldfreundliche Aktivitäten, John. Danke, Anna. Ich glaube, dass schöne Erlebnisse nicht unbedingt teuer sein müssen. Lektion 4: Die Freude an frischem Obst. Guten Tag, Anna. Es ist ein herrlicher Tag, um über gesunde Ernährung zu sprechen. Guten Tag, John. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Fangen wir mit dem Obst an. Woher beziehen Sie es üblicherweise? Ich kaufe mein Obst oft auf dem lokalen Bauernmarkt. Die Auswahl ist immer frisch und köstlich. Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Die Unterstützung lokaler Landwirte fördert die Nachhaltigkeit und sichert qualitativ hochwertige Produkte. Genau. Außerdem schätze ich die Möglichkeit, direkt mit den Anbauern in Kontakt zu treten. Das verleiht dem Ganzen eine persönliche Note. Der Kontakt mit lokalen Händlern stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Haben Sie eine Lieblingsfrucht, die Sie oft kaufen? Ich bin besonders angetan von Erdbeeren. Ihre Süße ist unübertroffen und sie sind vielseitig für verschiedene Gerichte einsetzbar. Erdbeeren sind wirklich köstlich. Die genieße sie in Smoothies und Desserts. Welche anderen Früchte magst du? Ich esse auch gerne Äpfel. Sie eignen sich hervorragend als Snack und es gibt sie in zahlreichen Sorten. Äpfel sind sehr erfrischend. Man kann sie roh, gekocht oder auch in Salaten genießen. In der Tat. Apropos Salate. Ich gebe oft Früchte in meine Salate, um den Geschmack und den Nährwert zu verbessern. Das ist eine wunderbare Idee. Ein Obstsalat eignet sich auch hervorragend als gesunde Dessertalternative. Absolut. Ich habe vor kurzem einen Obstsalat mit Mango und Kiwi probiert. Er war sowohl erfrischend als auch lecker. Das klingt herrlich. Ich schätze es sehr, wie Früchte Farbe und Leben in jede Mahlzeit bringen können. Das stimmt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihr eigenes Obst zu Hause anzubauen? Ich habe darüber nachgedacht. Es wäre bereichernd, meinen eigenen Garten anzulegen. Es erfordert zwar sicherlich Anstrengung, aber die Befriedigung, seine eigenen Früchte zu ernten, ist unvergleichlich. Das kann ich mir vorstellen. Wo fängt man typischerweise an, wenn man zu Hause Obst anbauen möchte? Ein guter Ausgangspunkt ist die Wahl von einfach anzubauenden Sorten wie Erdbeeren oder Tomaten. Sie benötigen nur wenig Platz. Das sind hilfreiche Informationen. Vielleicht werde ich recherchieren, welche Früchte sich am besten für den Anbau in meinem Garten eignen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Gärtnern kann eine erfüllende und therapeutische Tätigkeit sein. Danke, John. Ich schätze deine Anregungen. Ich freue mich schon darauf, bald frisches Obst in meinem Garten ernten zu können. Es war mir ein Vergnügen, diese Ideen mit Ihnen zu besprechen, Anna. Ich freue mich darauf, in Zukunft von Ihren Gartenerfahrungen zu hören. Lektion 5: Der Start in den Tag. Guten Morgen, Anna.
Bist du bereit, den Tag zu beginnen? Guten Morgen, John. Ja, ich bin bereit. Bitte. Ich fühle mich gut vorbereitet. Ich sorge immer dafür, früh loszufahren. Das ist bewundernswert. Ein früher Start führt oft zu höherer Produktivität. Was tun Sie normalerweise als erstes? Ich trinke gern eine Tasse Kaffee. Er gibt mir Energie. Und du? Ich trinke am liebsten morgens Tee. Er wirkt beruhigend. Ich genieße den ruhigen Moment. Das ist eine gute Wahl. Ruhige Morgenstunden schaffen eine positive Atmosphäre. Hast du schon Pläne für heute? Ich habe einige Aufgaben zu erledigen. Ich muss in die Bibliothek. Dort brauche ich Bücher. Lesen ist für die persönliche Entwicklung unerlässlich. Welche Art von Büchern lesen Sie gern? Ich mag Romane und Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung. Sie erweitern meinen Horizont. Bitte. Ich lese gern Biografien. Sie inspirieren mich, aus den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen. Das ist interessant. Haben Sie eine Lieblingsbiografie? Ja, ich bewundere die Biografie von Nelson Mandela. Seine Widerstandsfähigkeit ist inspirierend. Ich stimme zu. Seine Geschichte ist bemerkenswert. Sie lehrt uns den Wert der Beharrlichkeit. In der Tat. Apropos Durchhaltevermögen. Haben Sie sich für diese Woche Ziele gesetzt? Ja, ich habe mir vorgenommen, meine Aufgabe frühzeitig abzuschließen. Zeitmanagement ist dabei entscheidend. Das ist klug. Gute Planung führt zu weniger Stress. Sind Ihre Aufgaben schwierig? Sie erfordern zwar Anstrengung, aber ich finde sie machbar. Mir macht die Herausforderung Spaß. Das ist eine gesunde Einstellung. Herausforderungen helfen uns zu wachsen. Ja, vor welchen Herausforderungen stehen Sie diese Woche? Ich bereite mich auf eine Präsentation vor. Es ist nervenaufreibend, aber auch aufregend. Präsentationen können einschüchternd wirken. Wie bereitet man sich darauf vor? Ich übe regelmäßig. Außerdem visualisiere ich den Erfolg während der Präsentation. Visualisierung ist eine wirkungsvolle Technik. Sie hilft, Selbstvertrauen aufzubauen. Absolut. Hast du irgendwelche Techniken, die du für dein Studium anwendest? Ich erstelle Zusammenfassungen des Materials. Das hilft mir, die Informationen besser zu behalten. Das ist eine geniale Methode. Zusammenfassen kann komplexe Sachverhalte verständlich machen. Ja, das stimmt. Ich diskutiere auch gerne mit Freunden über verschiedene Themen. Das vertieft mein Verständnis. Gruppendiskussionen fördern die Zusammenarbeit. Sie bieten unterschiedliche Perspektiven. Ganz genau. Ich schätze unterschiedliche Standpunkte. Sie bereichern die Gespräche. Apropos Gespräche, hattest du in letzter Zeit irgendwelche interessanten Diskussionen? Ja, ich habe mit einem Freund über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Es war aufschlussreich. Persönliche Weiterentwicklung ist ein entscheidendes Thema. Sie ermöglicht es uns, zu reflektieren und zu wachsen. Auf jeden Fall. In welchen Bereichen möchten Sie sich persönlich weiterentwickeln? Ich möchte meine Fähigkeiten im öffentlichen Reden verbessern. Das ist in meinem Berufsfeld unerlässlich.
Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einem Rednerclub beizutreten? Ich habe darüber nachgedacht. Vereine bieten einen sicheren Raum zum Üben. Das tun sie wirklich. Vielleicht findest du ja einen Club in deiner Nähe. Ich werde mir das ansehen. Danke für den Vorschlag, Anna. Gern geschehen, John. Ich wünsche dir viel Glück. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Wollen wir unser morgendliches Gespräch beenden und uns auf den Tag vorbereiten? Ja, machen wir das. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Danke. Dir auch, Anna. Lektion 6: Neue Kulturen annehmen. Guten Tag, Anna. Wie stehst du zu neuen Erfahrungen? Guten Tag, John. Ich genieße sie ungemein. Sie eröffnen neue Horizonte. Ich stimme zu. Es ist unerlässlich, sich in seiner neuen Umgebung wohlzufühlen. Hilf. Ich glaube, Anpassungsfähigkeit ist eine unerlässliche Fähigkeit. Sind Sie schon einmal umgezogen? Ja, ich bin letztes Jahr in ein anderes Land gezogen. Es war aufregend und herausfordernd zugleich. Das klingt nach einem Abenteuer. Was war für dich der schwierigste Teil? Die Sprachbarriere stellte eine große Herausforderung dar. Die Kommunikation gestaltete sich oft kompliziert. Das kann ich mir vorstellen. Eine neue Sprache zu lernen erfordert viel Engagement. Wie hast du das geschafft? Ich habe mich sofort zu Sprachkursen angemeldet. Außerdem habe ich mit Einheimischen geübt. Das ist ein kluger Ansatz. Dich intensiv mit der Sprache auseinanderzusetzen, beschleunigt den Lernprozess. Das stimmt. Ich habe festgestellt, dass man auch bereit sein muss, neue Gebräuche zu erlernen. Ja, kulturelle Gebräuche können sehr unterschiedlich sein. Welche Bräuche haben Sie am meisten überrascht? Ich war überrascht von der Betonung gemeinschaftlicher Zusammenkünfte. Sie legen Wert auf soziale Kontakte. Das ist faszinierend. Gesellige Zusammenkünfte können Beziehungen stärken. Haben Sie an irgendwelchen Veranstaltungen teilgenommen? Ja, ich habe ein lokales Fest besucht. Es war lebhaft und voller Leben. Feste bieten oft einen Einblick in die Kultur. Welche Aktivitäten fanden statt? Es gab traditionelle Tänze, Musikdarbietungen und köstliches Essen. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Das klingt herrlich. Essen ist eine hervorragende Möglichkeit, mit einer Kultur in Kontakt zu treten. Absolut. Ich habe viele Gerichte probiert, die ich vorher noch nie gekostet hatte. Gab es ein Gericht, das Ihnen besonders ins Auge fiel? Ja, es gab ein Gericht aus Reis und Gewürzen. Es war aromatisch und schmackhaft. Ich wette, es war köstlich. Lokale Küche zu probieren gehört einfach dazu. In der Tat, jede Mahlzeit erzählt eine Geschichte über die Menschen und ihre Geschichte. Das stimmt absolut. Essen verbindet alle Menschen. Das stimmt. Die Anpassung an eine neue Kultur erfordert Offenheit, nicht wahr? Sylwuf. Offenheit für neue Erfahrungen fördert das persönliche Wachstum. Wie hast du, Anna, neue Kulturen in dein eigenes Leben integriert? Ich bin in viele Länder gereist.
Jede Reise hat mir etwas Neues beigebracht. Reisen erweitert den Horizont. Was war Ihr Lieblingsreiseziel? Ich habe meinen Besuch in Japan sehr genossen. Die Kultur dort ist reichhaltig und faszinierend. Japan ist bekannt für seine Bräuche und Traditionen. Was hat Ihnen am besten gefallen? Ich schätze die Höflichkeit und Detailgenauigkeit der Einheimischen. Es war erfrischend. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft. Höflichkeit kann die Interaktion deutlich verbessern. Das stimmt wirklich. Ich habe es auch genossen, während meines Aufenthalts ein paar japanische Redewendungen zu lernen. Schon ein paar Brocken der Landessprache zu lernen, kann einen Unterschied machen. Ich stimme dem voll und ganz zu. Es zeugt von Respekt vor der Kultur. Apropos Respekt, welche Sitten und Gebräuche sollten Sie Ihrer Meinung nach unbedingt kennen, wenn Sie reisen? Ich glaube, die Einhaltung der lokalen Geflogenheiten ist unerlässlich. Sie fördert das Wohlwollen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Das Verständnis von Gepflogenheiten kann Missverständnisse verhindern. Ganz genau. Es ist besser, informiert und respektvoll zu sein. Ich werde meine Reise des Lernens und der Auseinandersetzung mit neuen Kulturen fortsetzen. Das ist eine wunderbare Einstellung, John. Du bist auf einem sehr guten Weg. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, weitere Erfahrungen mit dir zu teilen. Lektion 7: Die Dringlichkeit des Jetzt. Guten Abend, Anna. Hast du jemals über das Konzept der Zeit nachgedacht? Guten Abend, John. Ja, das habe ich. Zeit ist ein unschätzbares Gut, das wir oft als selbstverständlich ansehen. In der Tat, so ist es. Tatsächlich ist morgen schon heute. Wir dürfen nicht länger zögern. Das ist eine tiefgründige Aussage. Wir sind in der Tat mit der dringenden Notwendigkeit des Handelns konfrontiert. Genau, das Leben rast an uns vorbei. Wer zögert, verpasst womöglich Chancen. Da stimme ich vollkommen zu. Was hat dich zu diesen Gedanken über die Zeit angeregt, John? Ich habe vor kurzem an einem Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung teilgenommen. Dabei wurde die Bedeutung des Handelns im Hier und Jetzt betont. Das klingt aufschlussreich. Persönliche Weiterentwicklung ist für Wachstum unerlässlich. Das stimmt wirklich. Der Redner sprach darüber, wie wir unsere Träume oft aufschieben. Viele Menschen tun es. Sie warten auf den perfekten Moment, der vielleicht nie kommt. Genau, den perfekten Moment gibt es selten. Wir müssen unsere Chancen selbst schaffen. Diese Sichtweise gefällt mir. Sie fördert proaktives Verhalten in unserem Leben. Ja, wer heute handelt, kann morgen schon bedeutende Veränderungen bewirken. Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach sofort ergriffen werden? Ich denke, das Setzen klarer Ziele ist entscheidend. Ziele geben Richtung und Sinn. Ich stimme zu. Klare Ziele helfen uns, fokussiert und motiviert zu bleiben. Und du, Anna, hast du irgendwelche unmittelbaren Ziele vor Augen? Ich möchte meine Sprachkenntnisse verbessern. Ich glaube, Übung ist unerlässlich. Das ist ein hervorragendes Ziel. Kontinuierliches Üben führt zur Meisterschaft. Ja, das stimmt. Ich finde, dass Gespräche mit anderen meinen Lernprozess beschleunigen.
Sich an Gesprächen zu beteiligen ist eine wertvolle Methode. Es fördert die Sprachgewandtheit und das Selbstvertrauen. Ich lese auch gerne Bücher. Sie erweitern meinen Wortschatz und mein Verständnis. Lesen ist eine wichtige Lernmethode. Es erweitert unseren Horizont. In der Tat. Hast du in letzter Zeit irgendwelche aufschlussreichen Bücher gelesen, John? Ja, ich habe ein Buch über Zeitmanagement gelesen. Es bot praktische Strategien. Zeitmanagement ist unerlässlich. Welche Strategie hat sich für Sie besonders bewährt? Der Autor schlug vor, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Das ist eine wertvolle Strategie. Sie hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau, es ermutigt die Menschen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Ich sollte das in meine eigene Routine einbauen. Könnten Sie mir dabei helfen? Selbstverständlich. Gerne helfe ich Ihnen bei der Priorisierung Ihrer Aufgaben. Danke, John. Es ist erfrischend, diese wichtigen Themen zu besprechen. Ich genieße unsere Gespräche, Anna. Sie regen mich immer zum Nachdenken an. Gleichermaßen, John. Deine Einsichten regen immer zum Nachdenken an. Ich danke dir für deine freundlichen Worte, Anna. Sie motivieren mich, weiterzulernen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig zum Wachsen anspornen. Wir ergänzen uns auf unseren jeweiligen Wegen. Ja, das tun wir. Wir können gemeinsam neue Ideen und Strategien entwickeln. Das klingt nach einem Plan. Lasst uns die Dringlichkeit dieses Augenblicks erkennen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen das Beste aus dem heutigen Tag machen. Lektion 8: Die Macht der Literatur. Guten Abend, Anna. Hast du in letzter Zeit interessante Bücher gelesen? Guten Abend, John. Ja, ich habe vor kurzem einen Klassiker der Literatur beendet. Er war fesselnd. Klassiker besitzen einen einzigartigen Charme. Sie bieten oft einen großartigen Einblick in verschiedene Epochen. Ich stimme vollkommen zu. Manche Bücher, die wir lesen, sind zeitlose Schätze. In der Tat, ein Autor, der mir dazu einfällt, ist Mark Twain. Er schilderte das amerikanische Leben sehr anschaulich. Ja, Twains Werke beleuchten die sozialen Probleme seiner Zeit. Sie sind auch heute noch relevant. Seine Erzählkunst ist fesselnd und regt zum Nachdenken an. Welches seiner Bücher haben Sie gelesen? Ich habe die Abenteuer des Huckleberry Finn gelesen. Es ist eine bemerkenswerte Erkundung der Freiheit. Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Hooks Reise spiegelt den Kampf um Identität und Moral wider. Der Twains Darstellung der Freundschaft zwischen Hook und Jem ist tiefgründig. Es stellt tatsächlich gesellschaftliche Normen in Frage. Es regt die Leser zum kritischen Denken an. Ich fand den Humor, mit dem Twain ernste Themen vermittelte, sehr gelungen. Er lockert die Erzählung auf. Humor ist ein wirksames Mittel in der Literatur. Er ermöglicht es, komplexe Themen offener zu diskutieren. Das stimmt. Literatur kann als Spiegel der Gesellschaft dienen. Ich denke oft darüber nach, wie unterschiedliche Epochen die Themen in der Literatur beeinflussen. Absolut.
Jede Epoche birgt ihre eigenen Herausforderungen, die die erzählten Geschichten prägen. Welche anderen klassischen Autoren mögen Sie? Ich bewundere auch Jane Austen. Ihre Einsichten in zwischenmenschliche Beziehungen sind zeitlos. Austens Charaktere sind nachvollziehbar und vielschichtig. Ihr Witz verleiht ihren Erzählungen Tiefe. Ja, ihre Beobachtungen zu sozialen Hierarchien sind auch heute noch gültig. Literatur ermutigt uns, unterschiedliche Perspektiven zu erkunden. Sie fördert Empathie. Das ist ein sehr wirkungsvoller Aspekt des Lesens. Es öffnet unseren Geist für unterschiedliche Erfahrungen. Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, wie die Klassiker die moderne Literatur beeinflussen? Natürlich. Viele zeitgenössische Autoren lassen sich von klassischen Themen und Figuren inspirieren. Das ist eine aufschlussreiche Erkenntnis. Sie schafft einen reichen literarischen Dialog zwischen den Generationen. Ich genieße es, diese Zusammenhänge zu entdecken. Es bereichert mein Leseerlebnis. Ich stimme zu. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Geschichten im Laufe der Zeit entwickeln. Ja, es ist, als würde man verborgene Schichten in den Texten aufdecken. Literatur ermöglicht es uns, durch die Zeit zu reisen und verschiedene Kulturen zu verstehen. Wahrlich, es ist eine Reise, die unseren Horizont erweitert und unser Wissen vertieft. Apropos Reisen. Wie stehen Sie dazu, in Buchclubs über Literatur zu diskutieren? Ich finde Buchclubs bereichernd. Sie bieten unterschiedliche Sichtweisen und fördern Diskussionen. Das ist ein großer Vorteil. Der Austausch mit anderen fördert das Verständnis. Ja, unterschiedliche Interpretationen können verschiedene Themen beleuchten. Haben Sie in letzter Zeit an einem Buchclub teilgenommen? Ja, wir haben letzten Monat über Twains Werke gesprochen. Es war ein aufschlussreiches Gespräch. Das klingt wunderbar. Welche Erkenntnisse stachen in Ihrer Diskussion besonders hervor? Wir haben das Thema Moral untersucht und wie sie die Entscheidungen der Figuren beeinflusst. Moral ist ein komplexes Thema in der Literatur. Sie stellt oft die Überzeugungen der Leser in Frage. Sylvuf, es zwingt uns, uns mit unseren eigenen Werten und Vorurteilen auseinanderzusetzen. Ich freue mich auf unsere nächste literarische Diskussion. Ich auch, John. Der Austausch von Erkenntnissen bereichert mein Verständnis immer. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch, Anna. Ich habe es sehr genossen. Lektion 9. Die Last schlechter Nachrichten. Guten Abend, Anna. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Guten Abend, John. Was ist los? Es betrifft unsere Mitbürger. Es betrifft Menschen, die den Frieden lieben, auf der ganzen Welt. Das klingt ernst. Bitte erzählen Sie mir mehr. In mehreren Regionen hat die Gewalt zugenommen. Unschuldige Menschen leiden darunter. Das ist in der Tat entmutigend. Gewalt zerstört Leben und Gemeinschaften. Genau. Es ist beunruhigend zu sehen, wie schnell der Frieden zerstört werden kann. Diese Nachricht kann überwältigend sein. Wie sollen wir darauf reagieren? Ich glaube, wir müssen ruhig bleiben. Angst und Panik werden die Probleme nicht lösen. Das ist ein kluger Ansatz.
Wir sollten uns auf das konzentrieren, was getan werden kann. Ja, zunächst können wir das Bewusstsein für die Bedeutung des Friedens schärfen. Sensibilisierung ist unerlässlich. Sie fördert Verständnis und Mitgefühl. Darüber hinaus können wir Organisationen unterstützen, die sich für den Frieden einsetzen. Die Unterstützung solcher Organisationen kann zur Verbesserung der Bedingungen beitragen. Absolut. Jede noch so kleine Anstrengung zählt. Wir können uns auch an Diskussionen in der Gemeinde beteiligen. Die Einbindung unserer Gemeinschaften trägt zur Förderung einer Dialogkultur bei. Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung. Das stimmt. Offene Diskussionen ermöglichen es den Menschen, ihre Bedenken zu äußern. Durch Zuhören können wir Empathie entwickeln und unterschiedliche Perspektiven verstehen. Empathie ist in diesen Zeiten von entscheidender Bedeutung. Sie hilft uns, uns in die Erfahrungen anderer hineinzuversetzen. Was können Einzelpersonen tun, um trotz dieser schlechten Nachrichten positiv zu bleiben, Joan? Man kann sich auf freundliche Gesten konzentrieren. Eine kleine Geste kann die Stimmung heben. Freundlichkeit kann positive Veränderungen bewirken. Sie ermutigt andere, ähnlich zu handeln. Darüber hinaus sollten wir uns über globale Ereignisse auf dem Laufenden halten. Wissen ermöglicht Handeln. Ja, informiert zu sein, ermöglicht uns, kluge Entscheidungen zu treffen. Bewusstsein ist entscheidend. Ich schlage außerdem vor, sich an Friedensinitiativen zu beteiligen. Diese können einen konstruktiven Dialog fördern. Friedensinitiativen fördern das Verständnis zwischen verschiedenen Gruppen. Sie können Gräben überbrücken. In der Tat, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es mehr friedliche als gewalttätige Menschen gibt. Das ist ein tröstlicher Gedanke. Positivität kann helfen, Verzweiflung entgegenzuwirken. Genau. Konzentrieren wir uns lieber auf Lösungen, anstatt uns mit den negativen Aspekten aufzuhalten. Ich schätze Ihre Sichtweise, John. Sie ermutigt mich zum Handeln. Gemeinsam können wir durch die Förderung von Frieden und Verständigung einen Wandel anstoßen. Ja, lasst uns dazu verpflichten, uns für den Frieden in unseren Gemeinschaften einzusetzen. Ich bin froh, dass wir diese Vision teilen, Anna. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Welt. Danke, John, dass du diese Diskussion mit mir geteilt hast. Sie war sehr aufschlussreich. Gern geschehen, Anna. Lasst uns weiterhin darüber sprechen und den Frieden auf jede erdenkliche Weise fördern. Lektion 10. Budgetplanung für den Erfolg. Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Morgen, John. Mir geht es sehr gut. Danke der Nachfrage. Das freut mich zu hören. Ich wollte unser bevorstehendes Projekt besprechen. Das klingt gut. Was genau haben Sie vor? Ich hoffe, wir finden etwas, das in mein Budget passt. Finanzplanung ist unerlässlich. Pfiff. Es ist wichtig, vor Entscheidungen ein klares Budget festzulegen. Ich stimme vollkommen zu. Haben Sie überlegt, welche Ressourcen wir benötigen könnten? Ja, ich habe eine Liste erstellt. Sie enthält Materialien, Werkzeuge und gegebenenfalls Unterstützung bei der Einstellung von Mitarbeitern. Das ist ein gründlicher Ansatz. Wie schlagen Sie vor, die Kosten zu ermitteln? Ich schlage vor, die Preise online zu recherchieren. Das verschafft uns einen Überblick über den Markt.
Das ist eine gute Idee. Durch den Preisvergleich stellen wir sicher, dass wir im Budget bleiben. Ja, wir können auch nach lokalen Anbietern suchen. Manchmal bieten sie bessere Konditionen. Das könnte uns Geld sparen. Ich schätze dein Einfallsreichtum, Anna. Danke, John. Ich glaube daran, unsere Ressourcen optimal zu nutzen. Apropos Ressourcen, sollten wir Ihrer Meinung nach auch unerwartete Ausgaben einplanen? Ja, wir sollten einen Notfallfonds anlegen. Es ist immer ratsam, vorbereitet zu sein. Das ist ein berechtigter Einwand. Ich werde dafür sorgen, dass unser Budget eine Reserve enthält. Großartig. Das gibt uns Flexibilität während des Projekts. Flexibilität ist unerlässlich, um sich an unvorhergesehene Umstände anpassen zu können. Suf, haben Sie sich schon Gedanken über den Zeitplan für unser Projekt gemacht? Ich glaube, wir sollten eine klare Frist festlegen. Das wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Eine Frist ist entscheidend für die Produktivität. Sie motiviert uns, Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Ja, das ist der Fall. Ich werde einen Zeitplan auf Grundlage unserer verfügbaren Ressourcen erstellen. Das klingt hervorragend. Sollen wir auch jedem TEA-Mitglied konkrete Aufgaben zuweisen? Ja, Aufgaben zu delegieren ist eine effektive Strategie. Sie maximiert die Effizienz. Ich stimme zu. Lasst uns unsere Stärken nutzen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Gemeinsam können wir mehr erreichen. Was denkst du über Teamdynamik? Eine positive TM-Dynamik fördert Zusammenarbeit und Kreativität. Absolut. Offene Kommunikation ist unerlässlich für ein gesundes Teamumfeld. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Regelmäßige Gespräche können unsere Zusammenarbeit verbessern. Das ist eine gute Idee. Sollten wir wöchentliche Treffen einplanen, um die Fortschritte zu besprechen? Ja, wöchentliche Treffen sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und motiviert sind. Mir gefällt dieser Ansatz. Er gewährleistet Verantwortlichkeit innerhalb des Teams. Klar, es bietet auch die Möglichkeit, etwaige Bedenken auszuräumen. Ich schätze Ihre Einschätzung zu diesem Thema, Anna. Sie verfügen über ein sehr fundiertes Wissen. Dankeschön. Ich glaube, dass Teamarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Dem stimme ich voll und ganz zu. Mit einem soliden Plan können wir unsere Ziele erreichen. Ich freue mich darauf, unsere Ideen in die Tat umgesetzt zu sehen. Ich auch, Anna. Lasst uns dieses Projekt gemeinsam zu einem großen Erfolg machen. Lektion 11. Die Freude an frischen Früchten. Guten Morgen, Anna. Es ist ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Guten Morgen, John. Ja, in der Tat. Die Sonne scheint hell. Wunderbar. Beginnen wir mit einem erfreulichen Thema, Obst. Woher beziehen Sie es üblicherweise? Ich besuche oft den lokalen Markt. Dort gibt es eine große Auswahl an frischem Obst. Lokale Märkte sind wunderbar. Dort gibt es saisonales Obst und Gemüse. Welche Früchte essen Sie am liebsten? Ich liebe besonders Erdbeeren und Mangos. Sie sind beide süß und erfrischend. Das sind hervorragende Optionen.
Bevorzugen Sie sie frisch oder in Desserts? Ich genieße sie am liebsten frisch, aber Erdbeeren sind auch eine köstliche Zutat in Desserts. Da stimme ich zu. Erdbeerkuchen ist ein Klassiker. Hast du ihn schon mal selbst gebacken? Ja, habe ich. Ist einfach, aber köstlich. Backen kann richtig Spaß machen. Backen ermöglicht Kreativität in der Küche. Experimentieren Sie oft mit Fruchtrezepten? Ja, unbedingt. Ich liebe es, neue Smoothie-Kreationen auszuprobieren. Sie sind nahrhaft und lecker. Smoothies sind eine tolle Möglichkeit, verschiedene Früchte in den Speiseplan zu integrieren. Was ist dein Lieblings-Smoothie-Rezept? Ich mag eine Mischung aus Banane, Spinat und Ananas. Sie ist erfrischend und belebend. Das klingt köstlich. Bananen sind eine hervorragende Kaliumquelle. Ja, das stimmt. Früchte liefern außerdem wichtige Vitamine. Sie sind wichtig für unsere Gesundheit. Absolut. Der Verzehr verschiedener Obstsorten kann unser Immunsystem stärken. Das ist ein bedeutender Vorteil. Ich versuche, verschiedene Obstsorten in meine Ernährung einzubauen. Wie stellen Sie sicher, dass Sie täglich genügend Obst essen? Ich habe eine Obstschale auf meiner Küchentheke stehen. Sie dient mir als Erinnerung daran, gesunde Snacks zu essen. Das ist eine fantastische Idee. Sichtbares Obst fördert gesündere Entscheidungen. Ja, das stimmt. Also, Joel, wie integrierst du Obst in deine Mahlzeiten? Ich esse oft Obst zum Frühstück. Ein Obstsalat ist ein herrlicher Start in den Tag. Das ist eine nahrhafte Wahl. Welche Früchte verwenden Sie üblicherweise in Ihren Salat? Ich gebe normalerweise Äpfel, Weintrauben und Beeren dazu. Sie bringen Farbe und Geschmack ins Spiel. Das klingt köstlich. Ich finde, ein farbenfroher Teller sieht immer ansprechender aus. In der Tat, die Präsentation kann das gesamte kulinarische Erlebnis verbessern. Haben Sie schon einmal versucht, Ihr eigenes Obst anzubauen? Noch nicht, aber ich träume davon, eines Tages einen kleinen Garten zu haben. Das wäre wunderbar. Selbst Obst anzubauen kann sehr lohnend sein. Das kann ich mir vorstellen. Es vermittelt ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur. Ja, außerdem schmecken selbst angebautes Obst oft besser. Das tun sie ganz bestimmt. Frisch gepflückte Früchte sind voller Geschmack. Denken Sie, dass Sie bald mit der Gartenarbeit beginnen werden? Ich hoffe, im nächsten Frühjahr damit beginnen zu können. Ich plane, Erdbeeren und Blaubeeren anzubauen. Das sind ausgezeichnete Sorten. Sie sind wunderschön und recht einfach anzubauen. Ich freue mich auf die Erfahrung. Gartenarbeit kann therapeutisch wirken. Ich stimme zu. Die Pflege von Pflanzen hat etwas Beruhigendes. Ja, die Gartenarbeit verbindet uns mit dem Kreislauf des Lebens. Ich sollte auch ein paar Kräuter anpflanzen. Sie können Obstgerichte verfeinern. Das ist eine hervorragende Idee. Frische Kräuter können den Geschmack jedes Gerichts verfeinern. Ich freue mich darauf, Rezepte mit Ihnen zu teilen, sobald unsere Gärten prächtig gedeihen. Das freut mich sehr, Anna. Lasst uns gemeinsam die Freude an frischen Früchten genießen.